Ja, hallo. Heute sitze ich hier mit Tim Breideband und möchte gleich mal die erste Frage stellen. Was sind deine aktuellen Aktivitäten? Ja, ich bin Schlagzeuger von Bonfire, bin in Europa mit Bonfire auf Tour. Wir haben Anfang diesen Jahres im März unser Album rausgebracht. Bite the Bullet heißt es, und wir sind jetzt aktuell auf Europatour, also auf großer Bite the Bullet Tour. Wie lang, also wann habt ihr angefangen? Wie lange geht's noch? Wir haben im April angefangen, die ersten Shows waren in Spanien und das geht bis zum 23.12. Oh, okay. Wir spielen Geht also noch über was. das komplette Jahr verteilt, aber immer nur einzelne Shows. Also wir spielen nie 10 Stück Ah ja, okay. hintereinander, sondern das sind mal 3, mal 4 am Wochenende. Ja, Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch andere Sachen machst, Unterricht gibst. Kannst du da was erklären, wo du das machst? genau. Ich habe meine eigene Musikschule in meinem Wohnort Bodenheim. Ich habe da mein eigenes Musikstudio, unterrichte da meine Schüler in Schlagzeug, auch in Gitarre. Ich spiele neben Schlagzeug auch noch Bass und Gitarre, produziere meine eigene Musik mit meiner Freundin zusammen und habe auf jeden Fall Spaß am Musizieren. Ja, sehr gut. Wann hast du angefangen mit Schlagzeug? Das ist immer eigentlich meine Frage, die ich gerne stelle. Oh, also ich bin jetzt, das muss ich dazu sagen, ich bin 23. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen und hatte dann auch direkt Privatunterricht. War also bei einem privaten Schlagzeuglehrer und habe mich dann da jahrelang mit dem Thema Schlagzeug befasst. Also ich war 17 Jahre lang im Unterricht. Okay. Das ist wirklich eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich sage, okay, er kann mir bestimmt noch was zeigen, wie man jetzt geschmackvoll zu irgendwelchen Songs spielt, in verschiedenen Stilrichtungen. Allerdings war ich dann aber auch irgendwann an einem Punkt, wo ich zu mir selbst gesagt habe, ich unterrichte jetzt selbst. Ich bin jetzt soweit, ich bin jetzt auf Tour, bin jetzt mit einer großen Band auf Tour, schreibe meine eigenen Songs, weiß, was ich möchte und habe dann halt angefangen, selber privat zu unterrichten. Aber die 17 Jahre Unterricht, waren das beim gleichen Lehrer? Oder wie Das war alles beim gleichen Lehrer durchgehend. Boah, Wahnsinn. Ja. Interessant, ja. Hast du ein Konzept, wie du jetzt deinen Schülern was beibringst? Wie gehst du da vor? Hast du ein Buch? Sagst du, jeder macht das Gleiche? Oder wie machst du das? Also ich unterrichte viel nach Videos, die man in YouTube findet, also im Internet, im Netz findet. Pick mir natürlich dann da auch die guten Sachen raus, weil es gibt viel schlechte Videos, wo man wirklich auch schlechte Sachen vermittelt kriegt. Und ich habe halt den Überblick darüber, was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht. Und dann gehen wir quasi zusammen das Video durch. Und dann wird es halt vermittelt. Dann werd ich nochmal meinen Teil dazu beitragen, was denn jetzt, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und dann wird es ans Schlagzeug gebracht. Und sobald meine Schüler das dann drauf haben und spielen können, dann kommt das Buch wieder so in den Vordergrund. Dann werden dann die Noten gezeigt, dann werden die Abfolgen rechts, links gezeigt, wie man denn was spielt, warum man das spielt, warum man das zum Beispiel in dem Part von einem Song spielt. Und das ist bei mir so eine Mischung aus quasi, ich hole mir Sachen aus dem Netz und danach kommt halt das Buch dann. Ja, dass ich halt einfach quasi alles vermitteln kann. Von der Idee bis hin zu den Noten. Und der Schwerpunkt, wo liegt der für dich drauf? Also sagst du jetzt, als allererstes müssen die mal Viertelnoten können, sonst kann man gar nicht anfangen? Oder gibst du denen erstmal Stöcke in die Hand, fängst dann an, mit denen zu spielen? Wie ist da deine Herangehensweise? Also ich nehme erstmal jeden so, wie er ist. Es ist ja jeder speziell, jeder lernt anders. Und ich habe halt eine Bandbreite an Schülern. Der Jüngste ist 6 und die Älteste ist 47. Also das ist ja so, dass die ganz anders lernen. Ich arbeite halt spielerisch mit den Kindern, sage ich jetzt mal. Wenn die noch gar nichts können, arbeite ich erstmal mit Farben. Ne? Es gibt dann halt in dem Fall Rot für die rechte Hand und Grün für die linke Hand und Gelb für den Fuß und für beide Füße halt. Und dann haben wir dann wie so eine Art Farbkonzept, was ja eigentlich mehr oder weniger fast Noten darstellt. Und dann wird halt erstmal was gespielt, erstmal so zu gucken, okay, funktioniert das zum Beispiel mit den Uns, 1 und 2 und 3 und 4 und mit der rechten Hand nur die Uns. Und das laute Mitsprechen ist halt sehr, sehr wichtig. Das trauen die sich natürlich nicht, deswegen mache ich das am Anfang selbst. Also ich spreche dann da aus voller Kehle 1, 2, 3 und 4 und irgendwann übernehmen die das dann und dann kann man anfangen, sobald ein Groove ja entstanden ist, den sie halt auch dann steady spielen können, dann nehme ich mir die Gitarre dazu. Und dann ist quasi dieses Band-Feeling und der Schüler merkt halt so, ich habe jemanden, woran ich mich hängen kann, der halt einfach weiß, wo die 1 ist und dann funktioniert das und dann kann man dann da weiter drauf aufbauen.
Und du kannst halt auch, wenn jetzt irgendwo eine Note zu viel oder zu wenig spielt, kannst du ja darauf eingehen. Genau. Das würde ja ein Play-Along-Video nicht machen. Also du kannst halt Fehler ausgleichen Genau, und denen ein bisschen helfen, im Groove zu bleiben. Genau. Ne? Ja, das ist halt auch das, was ich halt daran so schätze, weil ich kann halt denen wenigstens ein Band-Feeling geben, ja, dass sie halt merken, wie gesagt, da ist noch jemand da, der geht jetzt auf mich ein, auch wenn ich einen Fehler mache. Ja. Das Play-Along läuft durch, ist klar. Ja. Aber so kann ich, wie gesagt, auf die eingehen. Dann ist es auch so, dann fliegen die ja nicht raus, da kommen die aus dem Groove nicht mehr raus, also quasi die kommen wieder rein, so rum. Die können dann halt auch wunderbar das dann wieder aufgreifen. Und dann sagen so, okay, ich habe jetzt hier Mist gebaut, dann musst du das Play-Along nicht stoppen, sondern der spielt weiter, ich komme wieder rein. Ja. Schöne Tasse übrigens. Die ist super, ja. Da ist sogar mein Name drauf. Ich bin total begeistert. Natürlich, jeder, der herkommt, kriegt eine Tasse. Ich trinke nur noch aus der Tasse. Muss aber ein Interview geben. Genau. Wenn ich dann nachher nach Hause fahre, lasse ich mir meinen Kaffee von der Tankstelle in diese Tasse füllen. Ja, interessant. Wenn du jetzt über Bonfire, also ich meine, ich habe ja die 80er voll erlebt, komplett. Kenne auch die Bonfire-Poster. Ich habe gesucht im Archiv, habe aber nichts gefunden. Das hätte ich jetzt dir gern, aber du kennst die Bilder. Aber wie ist es jetzt als Jungspund, sage ich mal, in der Band? Kannst du da was drüber erzählen? Bist du voll akzeptiert oder wie wirst du da aufgenommen? Wie bist du aufgenommen worden? Also ich bin da voll akzeptiert. Also es ist halt so, ich habe schon eine Familie. Also ich bin ja schon Papa, habe auch einen tollen Sohn von 4 Jahren und ich glaube halt einfach, dass das halt quasi mich dann als, sagen wir mal, als erwachsene Person dann doch schon so ein bisschen auf einen höheren Wert bringt. Allein, weil ich ja wissen muss, was ich möchte. Ja, ich habe halt das Verantwortungsbewusstsein und das ist halt das, was die Bonfire-Jungs auch schätzen, weil die sind ja alle so, da muss ich jetzt aufpassen, also unser Gitarrist ist gestern 40 geworden, aber der Hans ist über 50, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ihm ist halt wichtig, dass er quasi eine normale Persönlichkeit hat, die weiß, was er möchte und die sich vor allem halt auch kreativ also einbringt in die Band, aber halt auch als Freund da ist. Ja, wo er halt hingehen kann, wenn jetzt irgendwie Probleme stattfinden. Probleme hat jeder mal, ja, dass man darüber sprechen kann. Ja. Und es gibt halt, ich sage jetzt mal, andere Leute in meinem Alter, die es vielleicht nicht können. Ja. Oder die vielleicht auch dann direkt, wenn es halt heißt, okay, du spielst mal vor 10.000 Leuten, dann total ausflippen. Und das ist quasi so diese Kunst, dass das nicht passiert. Und das fokussiere ich halt, weil ich konzentriere mich lieber auf mein Spiel und darauf, dass es halt quasi der Band oder halt generell das Gesamtkonzept stimmt. Und das ist halt sehr wichtig. Also im Prinzip stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden und bist jetzt beiden Füßen, bist kein... Ich stehe mit beiden Beinen eigentlich im Leben auf der Bühne und halt auch bei meiner Band. Bei Bite the Bullet hast du da irgendwelche Vorgaben bekommen, wie jetzt ein Drumpart auszusehen hat? Hat irgendwer was vorproduziert oder wie hast du dich da eingebracht? Also es ist immer so, dass der Hans hat einen Riff, hat eine Idee, das kriege ich dann geschickt mit einem Drumcomputer. Das ist dann aber halt ein durchgehender Loop, da wird man nicht schlau draus. Und dementsprechend entwickle ich dann mein Schlagzeug schon selbst. Weil mir ist es halt wichtig, wie gesagt, ich habe die 80er nicht miterlebt, ich bin 93 geboren, aber ich kann die Musik aus den 80ern machen. Und das ist mir halt dann wichtig, dass ich quasi die Songs so strukturiere vom Schlagzeug her, dass es meinen eigenen Stil halt schön erfüllt, so dass es mir damit gut geht, aber gleichzeitig so diese 80er-Note noch mit drin ist, vom Sound her, vom Arrangement her. Aber gleichzeitig darf halt auch diese Frische nicht fehlen. Ja, und das ist halt das, was ich dann kompensiere und halt dann letzten Endes der Song dadurch entsteht. Ja. Und du hast vorhin noch im Vorgespräch hast du was erzählt über dein Konzept, wie du aufgenommen hast. Also habt ihr jetzt mit Loops oder nicht mit Loops natürlich in der Art Musik, aber habt ihr vorproduzierte Sounds, habt ihr getriggert? Wie habt ihr das gemacht? Also wir waren im Studio, das Schlagzeug wurde aufgebaut, wurde mikrofoniert, es war gestimmt, ich habe neue Fälle aufgezogen und es ist auf der Bite the Bullet wirklich nur das Schlagzeug zu hören. Es sind keine Samples drauf, wir haben wirklich keine elektronischen Signale irgendwo eingefügt von den Drums. Es ist der Natur-Drum-Sound von meinem PDP-Schlagzeug, welcher auf der CD ist, was ich auch unglaublich cool finde, weil das halt einfach die 80er widerspiegelt. Das gehört dazu, wir brauchen da keine elektronischen Sounds, das
gehört einfach nicht zu einer Band wie Bonfire. Und das hat mich auch so glücklich gemacht, dass der akustische Drum-Sound einfach so auf der CD drauf ist, ohne irgendwelche elektronischen Zusatzverstärker oder Signale. Was ich interessant finde noch, wenn man jetzt von dir auf deinem YouTube-Channel Videos sieht, also da stimmt ja auch die Show. Also es ist ja quasi jetzt nicht irgendwie leise treterisch da hinten so ein bisschen mitgetrommelt, sondern da geht ja was. Also das ist ja körperlich auch richtig Aktion und so weiter. Kommt es spontan oder probst du das bei dir zu Hause rein? Oder wie hast du bestimmte Moves oder ist es einfach deine Art zu spielen? Wie siehst du das? Das ganz hart gesagt ist das, glaube ich, der jugendliche Leichtsinn. Okay. Den ich dann da irgendwie noch, so kann man es nennen, den ich dann da wirklich noch habe. Also ich gucke mir viele Schlagzeuger an. Mein absolutes Vorbild ist zum Beispiel Mikkey Dee also Motorhead nicht mehr, mittlerweile ja Scorpions. Und das kommt dann einfach von selbst. Ja. Man wird halt mitgerissen, die Leute, die haben Spaß. Ja. Also zumindest geht man davon aus, die haben Spaß. Und das berührt halt einen als Musiker. Oder halt als Schlagzeuger in dem Fall. Und dann kommt die Show eigentlich von selbst. Ja. Ich habe mal die Stick-Tricks gelernt, ja, die wende ich hin und wieder auch mal an. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Sondern mir geht es einfach nur darum, dass es wirklich auf die Eins voll losgeht. Und dann brauche ich auch eigentlich keine Stick-Tricks. Ja. Das kommt dann von selbst. Wenn die Leute wirklich dann so sehen und heben die Hände hoch. Und bevor ich die Hand einfach so hebe, drehe ich mal lieber den Stock dazu. Ja, ist klar. Ja. Gut, erwartet eigentlich, also es stört jetzt nicht in der Art Musik, finde ich. Es gibt Musikrichtungen, da will ich die Musik hören und da brauche ich dann dieses Tricks nicht. Aber Genau, das setzt quasi das Sahnehäubchen irgendwie oben drauf, es passt, finde ich. Ja. Der Hans setzt das auch so ein bisschen voraus. Also im Hans ist es dann auch schon wichtig, dass der Schlagzeuger hinten so, wie halt in den 80ern früher, ne, dann so ein riesen Schlagzeug hat und halt dann auch die Stöcke dreht. Ja. Und ich meine, ich ziehe mich noch aus, ich spiele oberkörperfrei. Ja, man steht auf einer Bühne. Ne? Also von Genau. daher. Ja. Ja. Ich habe solche Stick-Tricks ja nie geübt, weil es mich persönlich nicht interessiert, aber meine Schüler fragen mich immer, wie es funktioniert. Was wäre denn jetzt sozusagen der Standard-Trick? Der Standardtrick, den ich mache, ist eigentlich der ganz normale Dreher. Da tun mir ja schon die Finger weh, wenn ich das da machen muss. Es ist eigentlich ganz einfach, weil ich zeig's dir mal, du machst eigentlich nur hier vor und zurück. Und dann fangen die meisten dann an, die fangen dann an vor und zurück und kriegen dann erstmal diese Bewegung raus. Und ich meine, ich habe das mal gezeigt gekriegt, da war ich bei einer Probe und dann hat mir der Schlagzeuger halt gefallen, der hat sehr gut gespielt und der hat das halt auch gemacht. Und am Ende von der Probe habe ich halt so nach den Sticks gefragt, die habe ich nicht gekriegt, aber ich habe die Anweisung für den Stockdreher gekriegt. Und dann bin ich nach Hause und habe mir dann die Stöcke genommen. Ich muss dann ins Bett gehen irgendwann. Dann habe ich eine ganze Nacht das dann geübt. Und irgendwann hat man halt dann einfach diese Drehbewegung raus. Es geht halt einfach nur, wie gesagt, vor und zurück durch die beiden Finger, durch den Zeigefinger und durch den Mittelfinger. Und dann kommt dann die Drehbewegung. Und das halt dann mit 2. Ja, das habe ich dann mit links, kann ich es nicht so gut. Das ist eigentlich der Standardtrick, den ich schon immer spiele. Ich spiele halt mit links die Hi-Hat und dann den Stick gedreht. Das mache ich schon. Ja. Das gehört auch dazu. Aber du bist jetzt kein Open-Handed-Player, oder? Spielst du mit Nein. Ich spiele Cross. Ich spiele meistens Open, weil ich aber auf der rechten Seite noch eine Hi-Hat habe. Ja, was mir halt einfach macht, weil es ist für mich einfach besser, weil wir haben hin und wieder schnelle Songs, ja. Und dann ist es halt einfach, wenn man die Hände offen hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, einen Fill zu spielen, um in den nächsten Part zu gehen oder so. Deswegen spiele ich halt wirklich gerne offen. Spiele dann in dem Fall halt dann 2 Schläge auf der Hi-Hat auf der linken Seite, mache dann meinen Stocktrick und gehe wieder zurück. Ja, okay. Sehr gut. Dann kann ich meinen Schülern in Zukunft das Video jetzt zeigen. Genau. Einfach nur so. Genau. Sehr gut. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wann du angefangen hast mit 4. Wann hast du denn deine erste Band gehabt? Wann hast du professionell angefangen zu spielen? Also meine erste Band hatte ich mit 12. Ich bin mit 12 in die Band eingestiegen und ich war also bis jetzt, kann man immer noch so sagen, immer der Jüngste. Also die beiden Gitarristen damals und der Sänger, die waren halt 16, ich war 12. Und meine jetzige Freundin war damals 13, die ist ein Jahr älter als ich. Und dann haben wir halt gespielt, waren lokal halt unterwegs, haben dann da ein paar Konzerte gespielt, bis sich das dann auch wieder zerschlagen hat. Dann bin ich mit 16 in eigentlich mehr oder weniger eine professionelle Band eingestiegen.
Das ging dann aber auch nur 2 Jahre gut und dann bin ich 2015 bei Bonfire eingestiegen. Ah, ja. Und dann habe ich dann da automatisch irgendwie so einen Schub gekriegt, dass wir wirklich in den angesagten Clubs vor allem auch spielt in Deutschland. Das war nämlich immer so, ich habe die Clubs kannte ich. Nur ich hatte halt auch keinen Grund, da jetzt hinzufahren. Es hat sich nie was ergeben. Ja. Außer um dann selber dort zu spielen. Ne? Genau, ja. Ich bin dann wirklich 2015 dahin. Ja. Und bei der zweiten Show war das dann schon so, da haben wir dann direkt in der Matrix in Bochum gespielt. Und da hatten wir von dem Club so viel gehört und so. Und da haben schon so viele Bands gespielt. Und dann ist man dann 2016 quasi diese Clubs, hat man dann alle abgetingelt, wo ich eigentlich immer mal hin wollte. Ja. Und dann haben wir die dann alle gespielt. Und das war für mich natürlich dann, wie gesagt, wie wir es jetzt auch haben. Wir haben jetzt unseren Bonfire-Zug. Ich habe mich quasi auf den Bonfire-Zug gesetzt und habe mich einfach mitreißen lassen. Und das ist eigentlich, finde ich, so eine ganz gute Veranschaulichung, was denn eigentlich Bonfire mit mir gemacht hat. Ja, direkt quasi von einem No-Name, sage ich jetzt mal, Schlagzeuger oder in den Anfangsphasen direkt halt auf dem Level, wo man sagt, okay, es ist professionell. Du musst jetzt da halt irgendwie gut spielen, du kannst dir jetzt keine Fehler mehr erlauben. Also, live passiert das schon mal, ja, aber halt jetzt keine größeren Fehler in dem Sinn. Ja, genau. Und das war dann schon interessant, das alles so mitzuverfolgen, die letzten 2 Jahre auch. Hast du im Prinzip durchgestartet, ne? Auf Genau, eine Art, kann ja. man sagen. Ja. Und also es ist ja immer mit den Schülern so eine Sache, dass die wollen nie die Jüngsten sein. Ich war früher auch dann der Jüngste in den Bands. Und da lernst du halt am meisten. Du wirst natürlich auch auf deine Sachen, die du nicht so gut kannst, draufgestoßen natürlich, Genau. sehr hart. Aber es passiert ja nichts. Wenn du jünger bist, verzeiht man dir das eher, Ja. als wenn du mit 18 wohin kommst und kannst nicht geradeaus rechts-links spielen oder so. Ne? Sag ich jetzt mal krass. Also von daher kann nichts passieren. Ich benutze deine Aussagen gerade, um meine Schüler zu ermutigen, die zu Hause sitzen und sich nicht trauen, einen Flyer auszuhängen, wo steht, spiele Nirvana nach und möchte Band gründen zum Beispiel. Also geht's an, Leute. Genau. Es kann nichts passieren. Interessant. Ja, und das finde ich noch ein Punkt, weil du sagst, wenn das verlangt wird, dann kannst du es auch. Also, weißt du, wenn du jetzt da nicht reingekommen wärst, es hätte sich nicht ergeben, also wie auch immer, dann hättest du dich ja auch nicht so entwickeln können. Also du wächst dann mit den Aufgaben. Genau, ich wachse halt mit den Aufgaben und ich wachse halt auch mit meinen Musikern. Weil es ist halt so, dass wie gesagt, es gibt jetzt so viele Musiker, die jetzt zum Beispiel der Hans von Bonfire schon getroffen hat, die ganz viele verschiedene Stile können. Der eine, der kann das, der andere kann das. Ich kann das sogar nicht aufzählen, was die alles können oder was der schon alles gesehen hat. Dementsprechend ist ja quasi die Erfahrung, die jetzt halt verschiedene Musiker bei Bonfire haben, so krass, dass man dann da quasi erstmal gegen irgendwo ankommen muss. Man muss ja erstmal so zeigen, so, was kannst du denn eigentlich, was zum Beispiel andere nicht können. Und mir geht es aber gar nicht so darum, dass ich irgendwie zeigen muss, was andere nicht können, sondern ich will einfach nur gut spielen und einfach so die Band an sich zusammenhalten, was als Schlagzeuger ja sowieso muss. Ja. Kernaufgabe. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei 250 Double Bass, Sechzehntel spielen kann. Das wird gar nicht gebraucht. Ja. Die kennen Leute, die können das, aber für Bonfire brauchen wir es nicht. Und mir geht es halt dann einfach eher so, nicht einfach nur solide zu spielen, um mit den Leuten klarzukommen und auf der Bühne eine gute Show abzuliefern zusammen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, es gibt da noch Defizite, die du hast, weil ich kenne jetzt den und den, und der ist dann halt der Hero schlechthin. Ich meine, ja klar, das bin ich nicht, das muss ich auch nicht sein, sondern mir geht es dann einfach eher um gut zu spielen. Ja. Ja, und halt einen Song gestalten zu können. Also wenn Genau. du jetzt da unpassende Licks ablieferst, das bringt ja auch nichts. Ja. Also es ist ja letzten Endes der Groove und tight zu spielen Genau. und anzuführen. Natürlich kommt es auch mal vor, im Studio haben wir das auch schon gehabt, wo wir dann Meinungsverschiedenheiten hatten zwischen Hans und mir, wo dann Hans gesagt hat, so, ja gut, also Galopp lassen wir jetzt mal weg. Das ist dann erstmal so, das ist dann, Ja, aber das schlägt dann ein und ja. dann ist es aber so, der Mann, der hat da so viele Erfahrungen und dann bietest du vielleicht 2, 3 andere Sachen an und dann gibt es dann wiederum eins, was ihm richtig gut gefällt. Und dann ist dann quasi das mit der Aussage, ist es dann auch wieder vom Tisch. Ja, weil du hast ja was gespielt, was ihm dann doch gefällt. Ja. Genau, und du hast was gelernt, du hast wieder eine Möglichkeit, wenn ein ähnlicher Song kommt oder was, auch vielleicht das zuerst anzubieten. Genau, ja. Und einfach, du hast dein Repertoire oder deinen eigenen Katalog, wie auch immer, an Möglichkeiten erweitert. Genau. Und darum geht es ja eigentlich nur. Wie würdest du dann den Punkt, fällt mir nur gerade ein, vom Ego her sehen? Also kommt ihr untereinander gut zurecht oder hat man manchmal, oder hast du, wir können ja nur über dich jetzt sprechen,
lässt du manchmal dann, setzt du irgendwas durch und sagst, ich muss das jetzt so machen, es geht nicht anders? Oder bist du immer dieses Kompromissfähige, was man ja eigentlich, das ist ja das Wertvolle dann in der Band, gerade wenn man kreativ eingreift. Wie siehst du diesen Punkt? Also wenn ich jetzt was durchbringen muss, wo ich dann halt immer mal die Arroganz raushängen lasse, ich muss was machen, dann nur beim Schlagzeug-Solo. Ja, okay. Weil da kann mir keiner reinreden. Ja, okay. Das ist dann mein Ding, da bin ich auf der Bühne und da hat auch keiner sonst was zu suchen. Ansonsten ist wirklich so, dass wir sehr diplomatisch halt abstimmen, wie wir jetzt was machen. Wir haben jetzt die Leute, die schreiben die Songs, die schreiben zum Beispiel, die schreiben die Texte, die Lyrics. Ich mache meine Drums. Das ist dann wiederum so, dass man halt dann da auch drüber spricht, weil man ja dann vom Arrangement her vielleicht einen Song so strukturiert, dann gehen wir nochmal da in einen Break, da nochmal in Halftime. Und das ist aber alles so, dass das halt untereinander schön abgesprochen wird. Also es gibt jetzt keinen, der dann sagt so, ich muss das jetzt machen, weil ich davon überzeugt bin. Sondern es ist halt eher so, wir sind als Band eher davon überzeugt. Ja? Und das beinhaltet halt einfach alle. Das ist halt auch schon wichtig. Ja? Obwohl der Hans natürlich am meisten Mitspracherecht hat, weil er ist letzten Endes Gründer. Ja. Klar. Ist natürlich klar. Aber es ist jetzt da auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel ihm einen Vorschlag macht, wie man jetzt was machen könnte, dass er dann da auch mit zuhört. Also er sagt jetzt nicht so, nö, das passt mir nicht. Ja, also er geht dann halt auch schon offen auf die Musiker ein. Und cool. Super. lässt dann halt dann quasi so die ganzen Kreativität von den Musikern mit in seine Entscheidungen dann einfließen. Genau, weil du mich ja über meinen musikalischen Werdegang gefragt hast. Genau. Da bin ich bestimmt 6. Ja? Und dann habe ich dann damals gab es Liquido. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, ja. Und den Song, den habe ich dann mit 6 gespielt, ja, bei meiner Einschulung. Ich glaube, ich kenne den Lehrer vom Drummer von Liquido. Ja. Den kenne ich echt nicht. Ja? Ich glaube schon. Ja, der Thomas Zimmermann. Echt? Viele Grüße. Ich glaube schon. Okay. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Also den Song habe ich auf jeden Fall bei meiner Einschulung gespielt und ich habe den, das ist bei mir immer so, also wenn mir ein Song sehr gut gefällt, kann ich den 50 Mal hören. Ah ja, okay. Und dann habe ich den halt 50 Mal gehört und irgendwann war das dann halt so, okay, ich spiele den nach. Und dann habe ich dann eigentlich auf allen Bildern, wie du hier sehen kannst, ja, also außer auf dem hier unten, habe ich eigentlich immer nur den Song nachgespielt. Ja, es ist wirklich so. Ja. Ja, sehr gut. Und das ging natürlich dann auch weiter. Da wurden irgendwann die Schlagzeuge größer. Ja. Und die ganzen Shows. Bonfire ist jetzt hier leider nicht mit drin. Da trifft man halt auch die verschiedenen Musiker. Hier ist, Ja, cool. ja, trifft man viele. Das Schmier von Destruction. Randy Black, Primal 4. Das war dann schon relativ interessant, die ganzen Musiker zu treffen. Cool. Ja. Und halt dann auch natürlich dann letzten Endes, wenn man halt auf sowas zurückblickt, so zu sehen, wenn man halt dann anfängt mit 4 Jahren und wer weiß halt auch gar nicht, auf was man sich da einlässt am Anfang. Ja, also das macht dann mal irgendwie Spaß und dann kommt irgendwann so, ich habe einen Wunsch in der Band zu spielen, ich will nicht immer nur alleine spielen. Und das dann aufzubauen, Stück für Stück für Stück. Und dann bei mir halt in dem Fall irgendwann auf einmal so 10 Stufen dann bei Bonfire zu stehen. Das war halt dann wirklich eine, ja, da habe ich, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, hätte ich mir das vor ein paar Jahren wirklich nie gedacht. Ja. Und das macht mich dann halt auch glücklich, dass ich halt auch in schweren Zeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Smoke on the Water übt, ja, man kriegt einfach die 16. auf der Hi nicht hin, ja, dass man dann sagt so, okay, ich habe es jetzt doch durchgebissen. Ja. Und du in dem Moment, wenn du das übst, denkst du dir so, für was? Ja, und jetzt denke ich halt zurück so, ja, für das. Ja, und das ist halt einfach das Schöne daran, das zu sehen. Sehr gut. Jetzt für meine Schüler, der Punkt ist, die wissen oft nicht, wofür sie das machen, weil sie selber noch nicht in der Band spielen. Und die haben, weil sie auch oft jünger sind, haben die Perspektive nicht in die Zukunft. Die denken, sie üben für mich oder für die nächste Unterrichtsstunde. Ja, ja. Aber sie üben für den Moment, wo sie dann sagen, jetzt habe ich es gebraucht. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen Weg mit dem Lehrer mitgegangen bin. Genau. Also wie gesagt, du tust es ja immer nur für dich und wenn man halt dann die Möglichkeit hat und gut ist und natürlich auch eine gewisse Portion Glück gehört auch dazu, dann blickt mal darauf zurück und dann sagt man halt so, ich habe es nicht für meinen Lehrer getan, ich habe es nicht für die nächste Unterrichtsstunde getan, sondern ich habe es für mich getan und dafür, wo ich jetzt bin. Ja. Genau, ja. Ganz wichtig. Ja. Also, vielen Dank, Tim Breideband, für das Jawohl, Interview. Gerne. Wir sehen dich europaweit, auch viele Termine in Deutschland noch. Genau. Bei The Bullet Tour, Bonfire.
Webseite gibt es auch. Genau, ihr checkt's aus auf www.bonfire.de oder ihr guckt mal auf meine Homepage www.timbreidewand.de oder wir sehen uns auf Facebook, egal wo. Da findet ihr überall die Konzertdaten. Wir spielen viel in Deutschland, sind mit der Bite the Bullet Tour noch ganz viel unterwegs und vielleicht sieht man sich, würde mich freuen. Alles klar, bis zum nächsten Interview. Genau, macht's Ciao. gut. Ciao.